Klassischer indischer Tanz? Was soll das denn sein? Die hopsen doch eh nur zu Bollywood rum. Was? Klassischer indischer Tanz? Ach jo, was? Das habe ich schon mal gehört. Bharatnatyam oder so, gell? Ja, Prost. Was? Indischer Tempeltanz? Ach, jo, wie in der Tiger von Eschnapur, gell? Ja, das war sexy. Lecker. Na gut, so schlimm wird die Reaktion bei euren Freunden und Verwandten über dieses Thema sicherlich nicht sein. Aber ich denke, sie werden ähnlich ahnungslos sein. Meint ihr nicht auch? Im heutigen Video erfahrt ihr alles, was ihr zum Thema klassischer indischer Tanz wissen müsst. Wey, Namaste, herzlich willkommen bei Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In Indien finden sich ganz viele verschiedene Tanzformen, von Volkstänzen zu klassischen Tänzen oder eben Bollywood. Im Westen hingegen wird der klassische Tanz so ein bisschen vergessen und oft haben die Leute, wenn sie an Indien denken oder an indischen Tanz denken, nur Bollywood im Sinn. Dabei ist indischer Tanz, genau wie Indien, unglaublich divers und hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende verschiedenste Volks- und klassische Tanzformen hervorgebracht, die ihrerseits im Laufe der Zeit den äußerlichen Umständen entsprechend verschiedene Einflüsse anderer Tanzstile inkorporiert haben. Klassischer indischer Tanz hat einen religiösen Ursprung. Früher wurde es oft in Tempeln getanzt. Es gibt laut der Sangeet Natak Academy 8 klassische indische Tanzformen. Und zwar Bharatnatyam, Kuchipudi, Kathak, Odissi, Satriya, Mohiniyattam, Manipuri und Kathakali. Es gibt darüber hinaus noch andere klassische indische Tänze, jedoch werden sie von dieser Akademie eben nicht als solche anerkannt. Diese Sangeet Natak Academy ist die indische nationale Akademie für Musik, Tanz und Drama. Sie wurde im Jahr 1952 gegründet und soll das kulturelle Erbe Indiens erhalten. Sie bestimmt die Regeln für die Ausbildung und Lehre des klassischen indischen Tanzes und es ist eine große Ehre, Mitglied der Academy zu sein oder einen Preis von ihr verliehen zu bekommen. Die Wurzeln der 8 indischen klassischen Tanzformen reichen bis in die Antike zurück und sind unter anderem im Natya Shastra belegt. Das ist ein alter hinduistischer Text, der sich unter anderem um diese Tanzformen dreht. Die Ausbildung im klassischen indischen Tanz beinhaltet nicht nur das Tanzen selbst, sondern auch das Studium der alten Schriften, die Geschichte des Tanzes, den mythologischen Hintergrund und die verschiedenen Ausdrucksformen. Üblicherweise dauert es viele Jahre, bis man sein Fach meistert. Die meisten fangen im Kindesalter an und sind erst als Jugendliche oder junge Erwachsene mit ihrer Ausbildung fertig. Jedoch sieht sich der Schüler nach dem Ende seiner Ausbildung als noch lange nicht fertig ausgelernt an. Er sieht sich weiterhin als Schüler seines Gurus und ist bestrebt, sein Leben lang an seinem Tanzstil zu arbeiten und sich zu verbessern. Die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer ist im klassischen Tanz ganz besonders, fast schon innig und wird jährlich beim Guru Purnima, einem Feiertag zu Ehren aller Gurus und Lehrer, zelebriert. So ist es dann auch am Guru zu entscheiden, ob der Schüler bereit ist, sein Debüt als Solotänzer zu geben. Das ist eine Art Tanzdiplom, mit dessen erfolgreichen Bestehen der Schüler in den Kreis der professionellen klassischen Tänzer aufgenommen wird und diesen fortan selbst unterrichten darf. Dieses Debüt wird Arangetram oder Ranga Pravesh genannt. Beides bedeutet so viel wie die Bühne betreten oder erklimmen. Insgesamt dauert das Debüt ungefähr 2 bis 3 Stunden und ist eine Soloaufführung mit Live-Musik. Ich habe euch einen Zusammenschnitt aus dem Arangetram einer polnischen Tänzerin gepackt, die das Fach in Indien gelernt hat und erst kürzlich ihr Debüt hatte. Schaut es euch doch mal an, ist wirklich interessant. Klassischer indischer Tanz erzählt eine Geschichte, hauptsächlich über Sanskrit-Schriften und die indischen Götter. Diese werden jedoch nicht mit dem gesprochenen Wort erzählt, sondern mit sogenannten Mudras, Handgesten, sowie expressiver Mimik und Körpersprache und natürlich Musik. Sehr wichtig ist dabei das passende Kostüm mit allen Details. Besonders diese Details haben oft einen ganz bestimmten Sinn und Zweck. Dazu werden Füße und Hände mit roter Farbe, sogenannter Altar, bemalt und die Tänzerin oder der Tänzer trägt üblicherweise Ghungroos, ein Schellenband um die Knöchel. Jo gut, okay, also dass der klassische indische Tanz viele Jahre Ausbildung braucht und viel Training, das habe ich jetzt kapiert. Aber mir ist noch nicht so klar, hast ja gesagt, es gibt 8 unterschiedliche, wie kann man die dann unterscheiden? Also, vorneweg,
am Kostüm und an der Art zu tanzen. Es gibt natürlich noch mehr Unterschiede, aber da geht es dann schon arg ins Detail. Hier also die wichtigsten und auffälligsten Unterschiede zwischen den einzelnen klassischen Tänzen. Fangen wir mit dem wahrscheinlich bekanntesten, dem Bharatnatyam an. Bharatnatyam oder Bharatanatyam ist übrigens in Tamil Nadu entstanden und kennt 3 Ebenen des Tanzes. Sitzend, halbsitzend und stehend. Im Bharatanatyam setzt man verstärkt die Augen ein und tanzt auf den Außenkanten des Fußes. Das Kostüm ist das klassische Tanzkostüm mit opulentem Kopfschmuck, von dem jedes einzelne Stück eine eigene Bedeutung hat. Aber dazu später in einem anderen Video mehr. Nun zu Kuchipudi. Der Tanz kommt aus Andhra Pradesh und ist Bharatanatyam ziemlich ähnlich. Es basiert wahrscheinlich ebenso auf dem Natya Shastra. Ein Alleinstellungsmerkmal von Kuchipudi ist der sogenannte Tanz auf dem Teller, Tarangam genannt, bei dem oft zusätzlich noch ein mit Wasser gefüllter Krug auf dem Kopf balanciert wird. Schaut euch das an. Genau wie bei Bharatanatyam wird auf den Außenkanten des Fußes getanzt. Auch das Kostüm ist sehr ähnlich, aber ein auffälliges Merkmal, was nur Kuchipudi hat, ist ein verzierter Ring auf dem Kopf, so ein bisschen wie ein Duttkissen. Kommen wir zu Kathak. Kathak kommt aus Nordindien und hat große Einflüsse aus der Mogulherrschaft in Nordindien fortgetragen. Das markanteste Merkmal des Tanzes sind wohl die vielen, oft sehr schnellen Drehungen, sogenannte Chakras. Es wird im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Tänzen auf dem flachen Fuß getanzt. Und wo wir schon bei Füßen sind, die Fußarbeit, sogenanntes Footwork, ist verdammt wichtig bei Kathak. Und so sind Stücke, die lediglich der Zurschaustellung der Fußarbeit dienen, traditioneller Teil vieler Kathak-Aufführungen. Das typische Kostüm bei Kathak ist ein Anarkali, also ein Kleid, oder Gagra Choli, also ein weitschwingender Rock mit einer kurzen Bluse. Und beides wird mit einem Tuch drapiert, dem Dupatta. Und am allerwichtigsten hierbei ist, dass der Rock weit schwingen kann, damit die Drehungen bestens zur Geltung kommen. Odissi kommt aus dem Bundesstaat Odisha und konzentriert sich mehr auf aussagekräftige Posen, wie zum Beispiel Choka und die Tribhanga, welche man oft auch bei Statuen an Tempeln sehen kann. Im Vergleich zu Kathak oder Bharatanatyam ist Odissi ein eher langsamer Tanz, der immer so ein bisschen wirkt, als würde mehr Wert darauf gelegt werden, dass die Posen und die Bewegungen besonders schön und grazil und vollendet sind. Das Grundkostüm ist ähnlich wie bei Kuchipudi oder Bharatanatyam, allerdings wird Silberschmuck getragen, ein breiter silberner Gürtel und eine weiße Krone, die sogenannte Mukut, die aus Schilfgras oder weißen Blumen besteht. Kommen wir zu Satriya. Das kommt aus Assam und es erzählt vornehmlich Geschichten aus dem Vishnuismus, hat also viel mit Krishna zu tun. Es wirkt auf mich so ein bisschen wie eine Mischung aus Kathak, weil es relativ viele Drehungen hat, und Bharatanatyam, weil es sehr viele Posen in der Sitting- oder Half-Sitting-Position gibt. Auch von den allgemeinen Bewegungen her. Das Kostüm besteht aus einem Kleid mit einem großen Gürtel und einem Tuch vor der Brust. Grundfarbe ist in der Regel weiß und es ist verziert mit schönen, traditionellen und regionalen Mustern, die oft auch zum Thema des Stücks passen. Dann wieder zurück nach Süden, nach Kerala, wo Mohiniyattam herkommt. Es bedeutet wörtlich Tanz der Zauberin. Es ist ein sehr edler, sehr femininer Tanz, wird ausschließlich von Frauen getanzt und ist meistens reines Tanztheater, also eine reine Erzählung der religiösen Texte. Das Kostüm sieht sehr ähnlich aus wie bei Bharatanatyam und Kuchipudi. Die Grundfarbe ist weiß, jedoch ist der Dutt auf der Seite. Kommen wir nun zu den beiden Tänzen, die wirklich sehr viel Tanztheater beinhalten, nämlich zum einen Manipuri. Das kommt aus Manipur, welches sich thematisch sehr mit der Radha Krishna Love Story befasst, aber auch andere Themen aus dem Vishnuismus aufgreift. Es ist ein Paar- bzw. Gruppentanz und wie schon gesagt, es wirkt wirklich wie ein getanztes Theaterstück. Bemerkenswert sind die runden und sanften Bewegungen, die gezielt nicht auf den Schlag getanzt werden, um den Tanz nicht so hart und zackig wie die anderen Tanzformen wirken zu lassen. Das Kostüm ist sehr speziell. Die weiblichen Rollen tragen üblicherweise einen großen zylindrischen Rock, den sogenannten Kumil, der mit vielen aufwendigen Stickereien und Mustern verziert ist, und dazu einen Schleier. Zu guter Letzt nun zum Kathakali. Das kommt aus Kerala und es ist wirklich eine absolut außergewöhnliche Tanzform. An der Tanzform ist eigentlich alles auffällig. Das ausladende Kostüm, reich bestickt, reich verziert, mit viel Gold versehen, aber auch die markanten Gesichtsbemalungen und auch die Art zu tanzen, denn bewegt wird sich gar nicht so viel. Es wird viel mehr Wert gelegt
auf gezielte Bewegungen des Gesichtes, der Augen und der Finger. So wird im Prinzip mit wenig Bewegung viel ausgesagt. Allerdings erfordern diese gezielten Gesichts- und Augenbewegungen jahrelanges Training. Versucht doch mal selber, eure Augen so zu bewegen wie die Tänzer in diesem Video. Thematisch befasst sich Kathakali auch sehr viel mit Krishna und wird ausschließlich von Männern getanzt. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass indischer klassischer Tanz nun wirklich nicht der indische klassische Tanz ist. Als ich damals ganz neu war und gefragt habe, was denn jetzt bitte schon wieder Kathak sein soll, wurde mir von jemandem aus der Tanzgruppe gesagt, ach naja, das ist so wie Bharatnatyam. Heutzutage würden sich bei dieser Äußerung bei mir die Nackenhaare aufstellen. Ja, es sind beides klassische indische Tänze, aber sie sind so verschieden, dass man sie eigentlich nur als ähnlich bezeichnen kann, wenn man sie ansonsten mit zum Beispiel westlichem klassischen Tanz wie Ballett vergleicht. Aber es kommt wahrscheinlich alles auf die Perspektive an. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video den doch teilweise recht großen Unterschied zwischen den Tänzen ein bisschen verständlicher machen. Und wenn euer Interesse am indischen klassischen Tanz geweckt wurde, dann findet ihr in der Videobeschreibung alle Videos, die ich in diesem Video verwendet habe, zum Weitergucken und zum Weiterstöbern. Schaut euch einfach mal ein paar Videos an und ihr werdet, denke ich, recht schnell die großen Unterschiede zwischen den Tänzen feststellen. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, würde ich mich echt über ein Like freuen. Denkt daran, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu verwenden. Und teilt das Video mit all jenen, die immer noch Nachhilfe im Thema klassischer indischer Tanz brauchen. Danke fürs Zuschauen. Dhanyavad.